Heute beim Quick-Check. Das Arbeiten an Hochvolt-Bauteilen erfordert spezielles Werkzeug. Wir zeigen euch den neuen Hochvolt-Koffer von HZ, der in Zusammenarbeit mit Herstellern und Buswerkstätten zusammengestellt wurde. Dranbleiben! Was macht das Arbeiten an Hochvoltfahrzeugen so gefährlich? Also generell können wir sagen, das Arbeiten an Hochvoltsystemen, nicht nur Fahrzeugen, macht so gefährlich der Störlichtbogen, der bis zu mehreren tausend Grad betragen kann. Wenn der in den Körper oder auf den Körper überspringt, kann man halt von innen verbrennen, was natürlich sofort tödlich endet. Wenn es nicht tödlich endet, wird es mindestens ein Herzkammerflimmern verursachen, was natürlich auch eine lebensbedrohliche Lage verursachen kann. Was braucht man, um entsprechende Wartungs- und Reparaturarbeiten an Hochvoltanlagen durchzuführen? Ja, zum einen muss die Werkstatt einen Sachkundenachweis haben, also quasi der Mechaniker, welcher dann am System oder am Bus oder am LKW, wo auch immer arbeiten möchte, der muss einmal einen Sachkundenachweis haben, um auch berechtigt zu sein, so ein System überhaupt freizuschalten. Und ganz wichtig natürlich, ich muss das passende Werkzeug haben, das heißt, ich kann also nicht mit ganz normalem Handwerkzeug arbeiten, sondern es sollte speziell isoliertes Werkzeug sein, wo dann auch der Lichtbogen nicht überspringen kann und den Menschen dann halt unter Umständen lebensgefährlich verletzen könnte. Was steckt in dem Hochvoltkoffer drin? Im Koffer haben wir alle relevanten Werkzeuge, welche ich benötige, um ein Fahrzeug oder eine Hochvoltanlage stromlos zu schalten. Das heißt, es sind Werkzeuge wie Maulschlüssel, Ringschlüssel, Schraubendreher. Wir wissen ja immer nicht, was für ein Schraubfall überhaupt am Fahrzeug auftritt. Deshalb sind wir für jede Eventualität gerüstet. Und wichtig bei dem Koffer, es sind zum Beispiel mehrere Verlängerungen drin. Also der Vorteil der mehreren Verlängerungen ist, kommen wir mal tief in den Bauchraum rein. Denn alle anderen Koffer haben das Problem, wenn mal eine Batterie ausgebaut werden soll, dann habe ich einfach zu wenig Verlängerung, komme da nicht runter. Und genau hier greifen wir an, dass ihr halt jede Reparatur am Fahrzeug durchführen könnt. Benötigt man für die Reparatur besondere Schutzkleidung? Genau, also vernünftiges Werkzeug ist natürlich nur eine Komponente. Wir brauchen natürlich absolut auch zwingend ein Mindestmaß an persönlicher Schutzausrüstung. Die besteht zum einen aus so einem elektrisch isolierenden Helm mit Gesichtsschutzvisier, damit zumindest der Kopf dann schon mal geschützt ist. Des Weiteren braucht man natürlich absolut auch elektrisch isolierende Handschuhe. Die sind natürlich High Fashion, wie man sehen kann. Schützen mich aber letztendlich vor elektrischen Spannungen mit dem Werkzeug zusammen. Wenn wir noch eine Nummer weitergehen, sprechen wir natürlich auch über komplette Berufsbekleidung. In dem Fall ist es Multinormkleidung, die eben auch vor dem Überspringen dieses Störlichtbogens schützt. Und noch eine Nummer weiter würde man dann eben auch über Schuhe sprechen. Das Thema ist natürlich ganzheitlich betrachtet sehr komplex. Da stehen wir euch natürlich immer gerne beratend zur Seite und empfehlen euch da das Bestmögliche für euren Einsatzzweck. Der Hochvoltkoffer ist quasi eine Gemeinschaftsarbeit. Wie kam es dazu? Ja, das ist eigentlich, das Problem besteht ja, dass wir oft gar nicht mitkriegen, wann in der Werkstatt irgendwelche Probleme auftreten. Und dann klingelt bei uns natürlich das Telefon und der Europart-Bus-Experte, der kam genau mit diesem Problem auf uns zu. Wir haben zum Beispiel Probleme gehabt in Berlin oder auch in Hamm, wo die Jungs in der Werkstatt einfach Elektrobusse bekommen haben, aber jetzt die Problematik halt darin besteht, Mensch, wie repariere ich denn das Ding? Und die Hersteller haben noch keine einheitliche Vorgabe, was man an Werkzeug benötigt. Und dann machen wir uns natürlich ran und in Kooperation zwischen Europart und HZ haben wir halt genau diesen Satz entwickelt. Zum einen natürlich mit den Werkstätten und aber auch mit Busherstellern. Und darum, wie gesagt, haben wir nur diesen Koffer, nicht mehr und auch nicht weniger.